Ja, hallo und grüß euch. Ja, jedes Mal, wenn ich auf dieser Landstraße da von Neumarkt Richtung Salzburg fahre, dann fällt mir dieser Baum da auf. Eine Eiche, angeblich auch eine sehr alte Eiche. Ich glaube, sie ist tatsächlich, weiß ich nicht, 200-300 Jahre alt. Man spricht ja immer sehr schnell von den 1000-jährigen Eichen, auch wenn die so alt gar nicht sind. Aber trotzdem, das ist eine sehr markante Pflanze, ein sehr markanter Baum da, diese Eiche. Und ist auch ein bisschen ein Wahrzeichen von dem Ort da. Und ich habe mir immer schon gedacht, ich möchte ganz gerne mal diese Eiche fotografieren, diesen Baum fotografieren, der also ganz alleine in der Landschaft steht. Ich habe auch schon ab und zu mal so Schnappschüsse gemacht, geschwind einmal beim Vorbeifahren. Ihr kennt es sicher, schnell stehen bleiben, Scheibe runter, Foto machen und weiterfahren. Aber heute habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und ich dachte mir, ich komme daher, um diesen Baum zu fotografieren. Ich gebe zu, ich habe nicht ganz bedacht, dass es ja von der Jahreszeit her noch relativ früh ist und der Baum ja noch keine Blätter hat. Dementsprechend ist er jetzt nicht, naja, ich will gar nicht sagen, er ist nicht attraktiv, aber er schaut halt anders aus, als ich es irgendwie im Geiste vorgehabt habe. Keine Ahnung, ich habe nichts oder zu wenig nachgedacht. Aber jetzt bin ich trotzdem da, ich möchte den Baum, wie gesagt, fotografieren und ich habe da so eine Idee, die ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass ich mir dieses 35 mm da gekauft habe, das ja eigentlich eine sehr, ja, wie soll man sagen, fehlerbehaftete Linse ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber eine Linse ist, die kein perfektes Foto macht. Und ihr wisst ja vielleicht, dass mir ja bislang immer schon wichtig war, dass ich ein möglichst scharfes, perfektes, technisch perfektes Foto mache, dass ich Focus-Stacking zum Beispiel einsetze, um wirklich ein durchgängig scharfes Bild zu machen. Mich juckt aber in der letzten Zeit ein bisschen mehr genau das Gegenteil. Fotos, die eben nicht perfekt sind, wo Unschärfe gibt, wo es vielleicht Überlagerungen gibt, die ich auch in der Bildnachbearbeitung dann einbringe. Ich habe ein bisschen mehr mit Bildbearbeitung auch beschäftigt, jetzt darüber hinausgehend, dass man halt schaut, dass das Foto perfekt ist, eben dass man Fotostacking bearbeitet oder solche Sachen, dass man Schärfen rausbringt, dass man die Belichtung wirklich optimal macht, sondern darüber hinaus auch kreative Fotonachbearbeitung. Und ich denke mir, dass dieser Baum ein schönes Motiv wäre für eine oder für zwei Techniken, die ich ganz gerne ein bisschen üben möchte. Die werden wir uns dann nachher anschauen, aber jetzt gehen wir mal näher zum Baum hin, schauen wir uns dieses Ding einmal aus der Nähe an. Ja, da ist er, der Baum. Man sieht jetzt natürlich momentan ohne Laub. Ja, schaut einfach anders aus. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er nicht attraktiv ausschaut oder nicht fotografierenswert ausschaut. Schauen wir da am Display auch immer an, wie er quasi auf dem Screen ausschaut, wie er fotografiert, wenn es auch natürlich ein Video ist, aber wie er ausschaut, wenn man eben ein Bild davon macht. Das ist immer anders, als wenn man Natur sieht. Natur ist ja natürlich viel eindrucksvoller, ganz klar. Aber ich will eben genau das jetzt mir ein bisschen zunutze machen, dass keine Blätter drauf sind, diese feinen Verästelungen, die man da überall hat, und möchte das ein bisschen fast wie gemalt dastehen lassen. Und dazu werde ich Folgendes tun: Ich werde mehrere Fotos von dem Baum machen und die überlagern. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe da einen schönen Weg, der von dem Baum wegführt. Ich werde mit meinen beiden Zoom-Linsen, die ich dabei habe, ich habe einerseits das 70-200 dabei, aber auch das 24-105, und ich möchte mit diesen beiden Zoom-Linsen in verschiedenen Abständen immer ein Foto von dem Baum machen, wo der Baum gleich komponiert ist, also gleich groß am Bild ist. Schön in der Mitte, ich will den Baum zentral darstellen, schön in der Mitte stellen. Etwas, das man ja eigentlich nicht macht, aber ich würde sagen, man kann durchaus auch sich einmal von solchen Regeln verabschieden und das ein bisschen anders machen. Oder eben, es gibt ja auch die Kompositionsregel, mache es in die Mitte, wenn etwas ja, sehr prominent sein soll, und ich möchte eben diesen Baum sehr prominent darstellen. Das heißt, ich werde da, machen wir das gleich mal da im Video, in die Mitte setzen von dem Video und wie gesagt in verschiedenen Abständen vom Baum weg, entlang dieses Weges, der da geht, Fotos machen mit verschiedenen Brennweiten. Die Abstände werden am Anfang relativ eng sein und umso weiter ich weggehe, desto größer werden die Abstände werden. Warum, das erkläre ich jetzt nicht, das ist eine kleine Hausaufgabe für euch. Ihr könnt sich überlegen, warum die Abstände sinnvollerweise immer größer werden, desto länger meine Brennweite wird. Ja, und mit diesen Fotos werde ich dann nach Hause gehen und dann schauen wir, was ich damit zu Hause mache.
auf dem Rechner, aber jetzt müssen wir mal die Fotos machen. Ja, als erstes möchte ich ein Foto machen, das möglichst nah beim Baum ist und mich dann schrittweise wegarbeiten. Dazu habe ich einfach geschaut, wie nah ich mit meiner 24-105 Linse auf 24 mm natürlich an den Baum rangehen kann, sodass er maximal schön quasi abgebildet ist. Und da habe ich jetzt mein Stativ aufgebaut. Das wäre natürlich da jetzt nicht unbedingt nötig. Ich wollte es einfach machen, weil beim Videomachen ist es einfach, ja, ist es einfacher, wenn die Kamera einfach auf dem Stativ steht und ich nicht ständig in der Hand da irgendwas herumtragen muss. Außerdem möchte ich euch ja auch ein bisschen mit dem Video direkt von der Kamera zeigen, was ich da jetzt vorhabe bei dem ersten Foto. Das Ganze ist an und für sich relativ einfach. Man sieht jetzt schon, wir haben da einfach den Baum in der Mitte drinnen. Die Einstellungen sind jetzt auch keine große Hexerei. Ich habe ISO auf 100 fix eingestellt. Die Blende habe ich auf 8 gestellt, weil das eine Blende ist, wo dieses Objektiv sehr gute Fotos macht. Und die Belichtungszeit ist auf Auto, weil mir da ja die Zeit egal ist. Da bewegt sich nichts. Wir haben zwar ganz einen leichten Wind, ein bisschen an Regen leider. Das ist für dieses Foto ist nicht ganz optimal. Naja, schauen wir mal, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Struktur im Himmel natürlich. Ein bisschen mehr Wolken wären schön. Wir haben einen leichten Regen, darum habe ich auch meine Sonnenblende, die Streulichtblende auf dem Objektiv, damit da keine Regentropfen auf die Linse kommen. Ja, Belichtungszeit auf Auto. Was ich noch gemacht habe, ist die Belichtungskorrektur. Die habe ich ein bisschen nach oben gedreht, weil ich in den hellen Himmel fotografiere. Die Belichtungskorrektur versucht ja immer auf das Normalgrau runterzugehen. Das heißt, wenn ich etwas sehr Helles fotografiere, wird die Belichtungskorrektur das ganz gerne dunkler machen wollen, um eben auf Normalgrau zu kommen. Das soll aber hell sein, weil ich fotografiere den hellen Himmel. Daher habe ich die Belichtungskorrektur ein bisschen nach oben gesetzt, damit das ganze Bild etwas heller wird. Ja, fokussieren natürlich direkt auf einen Ast von diesem Baum irgendwo dahin. Setze ich den Fokuspunkt. Ich setze noch ganz gern, das ist zwar jetzt auch egal, aber das ist halt so eine Angewohnheit von mir. Ich setze gerne den 2-Sekunden-Timer. Da jetzt auch vielleicht gar nicht schlecht, weil ich ja mit diesem ganzen Gestänge her ist das natürlich mit diesem Stativ, das ist ja ein Reisestativ mehr oder weniger, ist das nicht so stabil. Aber an und für sich ist es egal, weil ich ja dann sowieso in der Nachbearbeitung die Schärfe verlieren werde. Aber trotzdem möchte ich dieses Foto halt so gut als möglich machen. Ich löse aus, indem ich einfach den Touchscreen da berühre. Das verursacht am wenigsten Erschütterung natürlich und das erste Foto wäre im Kasten. So, und jetzt gehen wir ein Stück zurück. Ich würde sagen 2-3 Meter ist mehr als genug. Dann schaue ich kurz, wie hat das letzte Foto ausgeschaut und versuche jetzt genau das Foto wieder nachzumachen, indem ich jetzt natürlich etwas, das war der Autofokus, ich wollte da runter, schauen wir noch einmal, also der Baum geht fast bis ganz oben und fängt ungefähr einen Zentimeter unten an und das werden wir jetzt da nachbauen, so ungefähr, ne? Das ist ziemlich das Foto. Natürlich wird sich rundherum die Perspektive verändern, das ist klar, ich werde immer mehr Weg dazu bekommen, aber ich möchte halt, dass der Baum ungefähr die gleiche Fläche in jedem Foto wieder ausfüllt wie beim Foto zuvor. Alles klar für die Aufnahme und wir machen das nächste Bild. Ja, und auf diese Art und Weise werde ich mich jetzt da weiter zurückhandeln, immer mit größer werdenden Abständen, bis ich ganz zum Schluss dann mit meinem 200er, mit der 200er Brennweite das letzte Foto mache. Dann habe ich da, keine Ahnung, ich hoffe mal 10 Fotos circa, vielleicht mehr, von diesem Baum aus verschiedenen Brennweiten, die dann ja, ein leicht anderes Foto vom Baum zeigen werden. So, das war jetzt das letzte Foto, das ich mit dieser Linse machen habe können. Ich bin da jetzt voll auf 105 mm heraus und jetzt machen wir einfach einen Objektivwechsel. Vorher werde ich aber schnell das 24-105er ein bisschen noch abtrocknen, weil es regnet zwar nicht viel, aber genug, dass da ein paar Tropfen drauf sind. Das ist zwar nicht schlimm, weil das Ding ist ja eh Spritzwasser geschützt. Und ja, auch bei dem
70-200 kommt vorne die Streulichtblende drauf, einfach als Regenschutz, und wir machen einen schnellen Objektivwechsel im Salzburger Schnürdelregen. Ja, kriegen wir schon hin. Ich habe jetzt darauf verzichtet, dieses Objektiv über die Schelle zu montieren, einfach um es mir ein bisschen einfacher zu machen. Das Ganze wird schon funktionieren. So, verstauen wir das Ganze wieder. Normalerweise würde das Objektiv da jetzt über die Schelle da montiert sein am Stativ. Jetzt ist es halt direkt auf der Kamera drauf. Ja, wir haben ein bisschen das Gegengewicht von dem Ast da. Wird nicht so schlimm sein. Gut, ja, und jetzt machen wir einfach weiter. Von der Position haben wir ein Foto. Wir gehen da jetzt in die nächste Position. So, daher müsste es passen. Das ist jetzt höchstwahrscheinlich das letzte Foto. Ja, entgegen meiner Vermutung ist die Position jetzt gar nicht schlecht, weil ich da ein Stück jetzt weiter quasi in Sicht auf den Baum weiter nach rechts gegangen bin. Dadurch geht natürlich der Hochstand ein bisschen weiter nach links und ich habe den jetzt da wahrscheinlich nur mehr am Rand, ein bisschen habe ich ihn noch drinnen, aber das ist zu verschmerzen. Und mit den 200 mm, genau, sind wir auch wieder schön in diesem Bereich drinnen, den wir gehabt haben. Und eine Auslösung mit Touch-Display. Ja, das wär's. Das war das letzte Foto. Und mit diesen Bildern gehe ich jetzt nach Hause und dann schauen wir im Lightroom oder in Photoshop, was ich mit diesen Fotos jetzt dann vorhabe. Ja, und schwupps, sind wir auch schon wieder zu Hause. Ich habe die Fotos inzwischen in Lightroom importiert und habe es mir auch schon ein bisschen angeschaut, ein bisschen angeglichen, einfach nur ein bisschen Belichtung, Kontrast, ein bisschen Farbtemperatur. Die sind natürlich, weil sich ja auch das Wetter ständig ändert, jetzt nicht alle gleich hell, aber auch das ist uns für das, was ich jetzt vorhabe, an und für sich egal. Ich nehme die jetzt alle, wie sie sind, die ganzen 21 Bilder, die ich da habe, und öffne die einfach in Photoshop als Ebenen. Das kann jetzt einen Moment dauern, bis Photoshop geöffnet ist und dann auch eben die Fotos alle geladen sind. Ja, und da kommt noch das letzte Bild. Ich glaube, jetzt haben wir es. Jawohl, jetzt sind sie alle da. So, und was ich jetzt mache, ist einmal zu entscheiden, welches kommt denn ganz nach unten, was ist das schönste Bild. Dazu schalte ich einmal alle aus und gehe sie einfach einmal von unten nach oben durch, weil dann ist immer das letzte quasi zu oberst und ich schaue, welches gefällt mir dann am besten. Was ist denn das schönste Bild? Schauen wir uns die einfach einmal durch. So, ich finde, das vorletzte war jetzt schon ganz okay. Ja, das ist eigentlich auch nett. Das sind die Bilder ein bisschen heller. Ich glaube sogar, dass das oberste eigentlich das schönste ist. Jetzt kann ich eines machen. Ich gehe ganz einfach her und sage Ebenen anordnen, umkehren. Denn das Bild, das mir am besten gefällt, das soll zuunterst kommen. Warum? Naja, dieses untere Bild wird mit den anderen jetzt einfach überlagert. Und das mache ich einfach so. Ich nehme alle Ebenen, die über meinem favorisierten Bild sind, und gehe da jetzt mit der Deckkraft runter, und zwar massiv runter. Irgendwie so muss man dann ein bisschen schauen. 4 ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Man sieht schon ein bisschen, wie der Effekt kommt, wenn ich da weiter rauf gehe. Ja, auch ganz okay. Irgendwann kommt natürlich dann das oberste Bild stärker raus. Aber ich bin der Meinung, irgendwo so im einstelligen Bereich schaut das schon ganz spannend aus, oder? Es ist jetzt schon ein sehr interessantes Bild. Also 2, 3 ist mir eindeutig zu wenig.
9, wenn wir raufgehen. Ich probiere nochmal 14. Ja, ich glaube, so sind wir doch ganz gut dabei, oder? Das ist jetzt schon ein interessantes Bild. Und jetzt gehe ich noch einmal her, schalte alle Ebenen aus und gehe jetzt Ebene für Ebene dazu und schaue, was macht denn das nächste Bild mit meinem bisherigen Bild. Ist vielleicht unten der Stamm zu schief, ist das nicht ganz überlagert, und wenn das nicht passt, dann nehme ich mir einfach mein Verschiebenwerkzeug und nehme das Bild, das ich da jetzt zu hell sehe, und schiebe es dorthin, wo das sein soll. Also hier haben wir zum Beispiel diesen Spalt für die Eiche, ist ein bisschen gespalten, und den nehme ich da als Markierung und lege den da genau drauf. Und das mache ich jetzt mit allen Fotos, die da noch kommen mögen. Schiebe ich da raus, sehe ich die Spalte besser und lege es daher. Und weiter geht's. So, das letzte Bild schauen wir uns noch an. Auch das. Da sehen wir jetzt schon, ganz passt sie nicht. Da können wir jetzt wieder weggehen und schauen. Naja, das passt noch nicht. So. Das ist also jetzt mein Anker da, diese Spalte in der Mitte, die soll ungefähr passen. Und damit haben wir jetzt schon einmal die Grundlage geschaffen für unser Foto. Was ich jetzt noch machen möchte, mir gefällt der Hintergrund, das ist schon ganz nett, dass das so ein bisschen ja, undeutlich gemacht worden ist, aber ich will das Ganze noch etwas verstärken, indem ich hergehe und mir alle Fotos auf eine Ebene zusammenhole. Meine Einzelfotos da unten lege ich in eine Gruppe, damit kann ich die ganzen Einzelfotos einmal wegschalten. Das Foto nehme ich mir ein zweites Mal her. Jetzt habe ich da zweimal das gleiche Bild. Ich arbeite jetzt einmal mit dem unteren Bild. Und da wollen wir als erstes einmal hergehen und den Baum entfernen. Klingt jetzt einmal komisch zuerst, aber ich will tatsächlich, dass der Baum aus diesem Foto weg ist. Das machen wir mit unserer generativen Füllmethode. Einfach mal den Baum wegmachen. Ja, ich würde sagen, das mittlere ist okay. Das werde ich jetzt wieder verschmelzen. Die zwei einzelnen Ebenen schmeiße ich weg, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und auf diese Ebene machen wir uns jetzt einen Weichzeichnungsfilter, und zwar eine Bewegungsunschärfe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich eine Bewegungsunschärfe will oder doch die Pfadweichzeichnung. Aber ich glaube, ich versuche es einmal mit der Bewegungsunschärfe. Links, rechts, wir sehen schon, das passt schon ganz gut. Probieren wir mal ein bisschen den Abstand zu verkleinern, aber ich glaube, der kann schon ein bisschen größer sein, um diese Landschaft da hinten ein bisschen abstrakter werden zu lassen. Gut, das gefällt mir so. Und jetzt nehme ich die zweite Ebene, diesen Baum, den ich da habe, und versetze den mit einer Maske. Wenn ich die Maske, die ist jetzt weiß, das heißt, alles, was da in diesem Bild, in dieser Ebene zu sehen ist, wird 1:1 durchgeschliffen. Ich werde aber jetzt invertieren in schwarz, jetzt sehe ich gar nichts. Und jetzt kann ich auf die Ebenenmaske mit meinem Pinsel in weiß draufzeichnen und lasse da jetzt einfach, weiß sollte ich auch auswählen, lasse jetzt einfach meinen Baum wieder herbeizaubern. Der Fluss ist ein bisschen wenig, da machen wir mal ein bisschen mehr Gas, dass das nicht so ewig lang dauert. Und ich zeichne mir meinen Baum jetzt da vorsichtig wieder herein. Ich kann ab und zu mal schauen, wie würde das Ganze ausschauen, wenn ich den Filter nicht hätte, wenn ich die Maskierung nicht hätte. So, da in der Mitte muss er schön da sein, mein Baum. Und am Rand malen wir uns das Ding hin, wie es uns gefällt. Ich male mir meine Welt, wie sie mir gefällt, könnte ich da jetzt sagen. Wir machen uns die Welt, Gar nicht schlecht, wenn man das ab und zu machen kann. Einfach ein bisschen, ja, kreativ das Foto so gestalten, wie es mir halt als richtig erscheint und wie es mir gefällt. Wenn wir da ein bisschen näher rein,
Da unten holen wir uns noch ein bisschen Details von diesen Ästen da. Und wir haben da wunderschön den Hintergrund verschwommen. Wie schaut denn das da unten aus beim Stamm? Machen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man das da ein bisschen besser sieht. Ja, genau. Und den Sessel brauchen wir da nicht. Das lasse ich da unten verschwinden. Die Landschaft da hinten. Dann nehmen wir unsere Ebene mit der Bewegungsunschärfe, die das da wunderbar kaschiert. So, jetzt schauen wir da noch ein bisschen. Da hätten wir noch ein bisschen was zum Herauszeichnen. Hoppala, falsche Farbe. Mit Weiß muss ich malen, damit ich den Baum sehe. Und da im Himmel, im Hintergrund des Himmels, da können wir ruhig uns den Baum schön herholen. So. Und somit wären wir fast fertig. Eines möchte ich noch machen. Ich lege mir die zwei wieder auf eine Ebene, auf eine gemeinsame Ebene und gehe in den Filter in die Camera Raw Filter. Das heißt, da habe ich die gleichen Möglichkeiten, wie ich sie auch in Lightroom habe. Und da gehen wir jetzt einfach her, schauen ein bisschen mit der Belichtung, können den Kontrast noch ein bisschen verändern, die Tiefen runtergehen, die Lichter runtergehen mit den Tiefen hinauf, die klassische Dynamikanpassung. Und was ich dann machen möchte, ich hätte ganz gerne das Ganze ein bisschen entsättigt, ein bisschen Richtung Schwarz-Weiß gegangen. Nicht zu stark, so ein bisschen. Mir gefällt noch nicht da dieser Rotton, der da herausschaut. Da werden wir mit dem Farbmischer einfach einmal von der Sättigung die Rottöne herausnehmen. Auch das Orange noch ein bisschen herausnehmen. Ja, jetzt wird das schon ganz spannend. Das Grün bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da vielleicht vom Farbton ein bisschen mehr Richtung Gelb gehen. So irgendwie. Also da kann man sich jetzt spielen, bis einem das Bild so gefällt, wie es ist. Aber im Endeffekt erkennt sie schon, das ist eine nette Aufnahme von dem Baum. Eigentlich keine Aufnahme, im Prinzip ist es ein Bild von dem Baum, denn es hat mit dem Foto ja nicht mehr gar so viel zu tun. Es ist irgendwo, könnte man sagen, Digital Art. Und ja, ich habe da gerade Spaß daran, solche Dinge zu machen. Und ich denke, ich werde noch einmal hingehen und noch einmal schauen, ob ich vielleicht eine bessere Wetterkonstellation habe, wo auch im Hintergrund ein bisschen Wolken zu sehen sind, und das Ganze noch einmal versuchen. Und wenn das was wird, dann werdet ihr auf alle Fälle die Fotos jetzt sehen, also dieses da, was ich jetzt gerade mache, und auch das andere dann, wo vielleicht die Wettersituation doch nicht ganz so grau im Hintergrund ist, im Himmel ist. Und ja, dann zeige ich euch die beiden Fotos. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch heute mal, dass ich euch auch in die Bildbearbeitung ein bisschen mitgenommen habe, nicht nur beim Fotografieren, sondern auch, was ich mit den Fotos weitermache. Wie gesagt, das mache ich bis jetzt noch nicht allzu lange, dass ich wirklich ein bisschen die Fotos nachbearbeite, schon auch immer wieder, aber in letzter Zeit habe ich da doch sehr viel Spaß daran, ein bisschen auch das Foto mehr zu gestalten durch die digitale Nachbearbeitung. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und auch natürlich in der digitalen Nachbearbeitung. In der Kunst ist ja alles erlaubt. Und ja, wir sehen uns ja dann hoffentlich beim nächsten Mal oder gleich anschließend bei einem nächsten Video von mir. Ciao und pfiat euch!